Wer rastet, der rostet. Wer sich ändert, bleibt sich treu. Dieser bekannte Spruch passt sehr gut zu der erst vor kurzem abgeschlossenen Modernisierung der Feuerverzinkungsanlagen am Standort Linz. Ich freue mich sehr, heute zwei Wegbereiterinnen dieses umfassenden Projekts begrüßen zu dürfen. Dominik Duanski, sie ist Produktmanagerin für das Kompetenzfeld Ultralights, und Peter Kerschbaumeier, der ist Projektleiter hinter diesem Großprojekt. Herr Kerschbaumeier, die Aufrüstung der Feuerverzinkungsanlagen ist abgeschlossen. Wie fühlt sich dieser Meilenstein an? Ja, mir fällt ein Stein vom Herzen, muss ich sagen. Es war ein sehr komplexes Projekt, wahrscheinlich eines der komplexesten in meinem Leben überhaupt. Ja. Was hat denn dieses Projekt aus Ihrer Sicht so komplex gemacht? Die Auftragsbücher sind voll gewesen. Die Feuerverzinkung 4 ist an vielen Produkten Alleinlieferant. Und mit dieser Situation mussten wir 600 Tonnen Equipment und 1000 Tonnen Beton implementieren. Bei laufender Anlage und in nur sehr, sehr kurzen Stillständen. Parallel dazu mussten wir mit unseren Simulatoren gewährleisten, dass die Eigenschaften konstant blieben. Also das war eine sehr, sehr spannende Geschichte während der ganzen Zeit. Frau Domanski, hoch- und höchstfeste Stahlgüten sind in der Automobilindustrie stark nachgefragt. Welche Rolle spielt jetzt diese Modernisierung für das Produktportfolio der Voestalpine? Dieses Projekt war wirklich ein Meilenstein für unser Portfolio. Wir hatten hier gleich 3 Dinge im Fokus. Einerseits haben wir das Abmessungsspektrum für unsere Kaltbandprodukte erweitern können. Dann haben wir neue ultrahochfeste Stahlsorten ins Portfolio mit aufnehmen können. Und natürlich die Basis von allem, die Bestandsproduktion musste natürlich in gewohnter Qualität weiterlaufen. Seit rund einem Jahr wird nun auf diesen modernisierten Anlagen produziert. Wie läuft denn der Hochlauf? Der läuft sehr zufriedenstellend, also dank unserer F&E mit der dazugehörigen Simulationslandschaft ist es uns gelungen, einige Produkte wie die matten sittischen Stähle an die Serienreife heranzuführen, die wir jetzt hoffentlich bald an die Kunden bekommen. Ja, genau. Und das ist auch wirklich mein persönliches Highlight. Wir haben eine ganze Handvoll neuer Stahlsorten im Petto, aber eines jetzt schon bereit für Probelieferungen, das ist der MS 1500. Diese Stahlsorte wird es geben als Kaltband und als elektrolytisch verzinktes Stahlband. Und was wirklich cool ist an dieser Güte, das ist diejenige Güte mit der höchsten Festigkeit als kaltumformbarer Güte in unserem Portfolio. Herr Kerschbaumeier, man sagt, ein Haus ist nie ganz fertig. Also es gibt immer irgendwo etwas zu tun. Gilt das auch für die Feuerverzinkungsanlagen? Ja, natürlich. Also das Herzstück ist jetzt umgesetzt, aber es liegt natürlich in unseren Genen, noch weiterhin Entwicklungen zu betreiben, um unsere Kunden mit guten Produkten zu versorgen. Frau Domanski, abschließend, wenn Sie auf dieses Projekt zurückblicken, was bleibt Ihnen denn da ganz besonders in Erinnerung? Ganz besonders in Erinnerung bleibt mir, dass wir unser Portfolio wirklich toll erweitern konnten. Einerseits anlagentechnisch, andererseits aber auch stahlsortenmäßig. Und damit ergänzt sich dieses Projekt einfach perfekt rein in unser Lieferspektrum. Herr Kerschbaumeier. Ja, und ich denke an die vielen Abstimmungsrunden, die wir hatten und an meine Mannschaft, die ja nicht immer an das Projekt geglaubt hat und es dann mit Erfolg zum Ziel geführt hat. Ein Dank auch hier nochmal an meine Mannschaft. Vielen herzlichen Dank für diese exklusiven Einblicke. Mit Blick auf die weitreichenden Investitionen sieht man, dass man mit Sicherheit auch in Zukunft auf die Voestalpine bauen kann. Voestalpine. One step ahead.